Hallo zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo wir uns wöchentlich von hinten an Politik anschleichen und ihr dann mit Wucht an die Schultern greifen. Heute geht es um die Initiative 200 Franken sind genug. Oder anders gesagt, die Frage, ob man die SRG jetzt fein säuberlich trimmt oder ob man ihr gerade mit der Motorsäge ein Bein absägt und hofft, dass sie dann noch am Slalom-Skirennen teilnimmt. Wir schauen uns an, was die Initiative wirklich verlangt, was der Bundesrat bereits beschlossen hat und wieso bei gewissen Akteuren Entlastung manchmal einfach ein anderes Wort für nach mir die Sintflut ist. Wenn dir Bünzli Breaking etwas bringt, lass ein Abo da, drück einen von diesen symbolischen Daumen und schreib in die Kommentare, ob du lieber weniger SRG willst oder einfach weniger Bullshit in der Schweizer Medienpolitik. So, SRG-Initiative, let's go! Die Volksinitiative 200 Franken sind genug SRG-Initiative befasst sich mit der Finanzierung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG über die Radio- und Fernsehabgabe. Heute bezahlen Privathaushalte in der Schweiz unabhängig von ihrer Nutzung der Angebote eine jährliche Abgabe von 335 Franken. Zusätzlich sind mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen ab einem Umsatz von 500.000 Franken ebenfalls abgabepflichtig, wobei sich die Höhe der Abgabe nach dem Umsatz richtet. Mit diesen Einnahmen wird hauptsächlich der Service-Public-Auftrag der SRG finanziert. Daneben erhalten auch bestimmte Lokalradios und Regionalfernsehen einen Anteil aus der Abgabe. Der Bundesrat ist gesetzlich dafür zuständig, die Höhe der Abgabe festzulegen, sie regelmäßig zu überprüfen und bei veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Kurze Einordnung, bevor jetzt irgendeine Fackel anzünden. Die Abgabe war früher noch bei 365 Franken. Sie ist bereits gesenkt worden und wird bis 2029 weiter auf 300 Franken pro Jahr reduziert. Das ist aber gar nicht der Skandalpunkt. Über die Grössenordnung kann man diskutieren, ohne gerade das System anzuzünden. Der eigentliche Streit fängt bei dem an, wo im Kleingedruckten von der Initiative steht und was die Kürzung strukturell auslöst. Und genau dort wird es dann wirklich interessant. Aber zu dem kommen wir noch. Im Zuge der SRG-Initiative hat der Bundesrat Handlungsbedarf festgestellt und ein Gegenprojekt beschlossen. Dieses sieht vor, die Abgabe für Privathaushalte bis 2029 schrittweise von 335 auf 300 Franken pro Jahr zu senken. Gleichzeitig sollen Unternehmen entlastet werden, indem die Umsatzschwelle für die Abgabepflicht ab 2027 von 500.000 Franken auf 1,2 Millionen Franken erhöht wird. Damit würde künftig nur rund jedes 5. mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen eine Abgabe bezahlen, statt wie bisher ungefähr jedes 3. Ja, das tönt noch deutlich spürbarer Einschnitt. Weniger Haushaltsabgabe, deutlich weniger Unternehmen, die überhaupt noch zahlen. Das ist kein kosmetisches «Wir drehen mal am Regler», sondern bereits eine ziemlich klare Budgetreduktion. Und wichtig, das ist nicht die Initiative, das ist das Gegenprojekt. Der Bremsstreifen, wo die SVP hier als Initiative verkaufen will, legt dann nochmal eine Schippe drauf. Nicht mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen waren bisher von der Abgabe befreit und sollen dies auch in Zukunft bleiben. Das Gegenprojekt verfolgt das Ziel, Haushalte und Unternehmen zu entlasten, ohne den Leistungsauftrag der SRG grundlegend zu gefährden. Die Initiative selbst geht deutlich weiter. Sie verlangt, dass die Abgabe für Privathaushalte auf maximal 200 Franken pro Jahr begrenzt wird und dass sämtliche Unternehmen vollständig von der Abgabepflicht befreit werden. Und da kommen wir an den Teil, der richtig widerlich ist. Nicht wegen der Zahl an sich, sondern wegen dem, was in der Werbung bewusst verschwiegen wird. Die Kampagne redet ausschließlich darüber, dass künftig nur noch 200 Franken gezahlt werden. Punkt. Was sie nicht sagt, ist, dass 100% der Gewerbeabgabe gestrichen werden. Nicht reduziert, komplett weg. Rechnen wir da mal ungefähr so durch. Bei 4 Millionen Haushalten mal 300 Franken plus grob 300 Millionen aus Gewerbeabgabe ist das ungefähr das Niveau vom Gegenprojekt. Bei der Initiative bleiben 4 Millionen Haushalte mal 200 Franken sind noch rund 800 Millionen. Von den Unternehmen 0.
Das heisst konkret von heute rund 1,3 bis 1,4 Milliarden auf etwa 800 Millionen. Ein Einschnitt von 40 bis fast 50% auf einen Schlag. Und genau über das redet die Werbung nicht. Sie redet über 200 Franken. Nicht darüber, dass ein kompletter Einnahmeblock verschwindet. Gleichzeitig soll sich die SRG auf einen unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit bzw. auf ein unerlässliches Grundangebot beschränken. Die Initiative richtet sich ausschließlich an die SRG. Lokalradios und Regionalfernsehen, die ebenfalls einen Anteil aus der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, wären von den Kürzungen nicht betroffen und sollen weiterhin Mittel im bisherigen Umfang erhalten. Auch andere Unternehmen, die gesetzlich Anspruch auf einen Teil aus der Abgabe erhalten, wären nicht Teil der Initiative. Und was dabei gern vergessen geht, ein erheblicher Teil von der direkten Kulturförderung in dem Land läuft über die SRG. Schweizer Filme werden mitfinanziert, Serienproduktionen werden ermöglicht, Musikschaffende bekommen Sendezeit, Dokumentationen, Kulturformat, Festivals, Beiträge in allen 4 Sprachregionen. Alles das hängt massiv an dieser Struktur. Wenn man die SRG finanziell halbiert, kürzt man nicht einfach ein Medienunternehmen, sondern einen zentralen Motor der Schweizer Kulturproduktion. Und es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die Partei, die sonst bei jeder Gelegenheit betont, wie wichtig der Erhalt von Schweizer Kultur sei, da plötzlich bereit ist, einen von ihren grössten Förderkanälen komplett zusammenzustreichen. Und das nur, weil sie nicht käuflich sind wie der Blick oder 20 Minuten und ihren Rechtspopulismus nicht reproduzieren. Ein zentraler Bezugspunkt der Diskussion ist der Auftrag der SRG. Rund 80% ihrer Einnahmen stammen aus Radio- und Fernsehabgabe. Gesetzlich und gemäß Konzession ist die SRG verpflichtet, in allen Sprachregionen der Schweiz gleichwertige Radio- und Fernsehprogramme sowie entsprechende Online-Inhalte anzubieten. Diese Angebote müssen die Bereiche Information, Kultur, Bildung, Unterhaltung und Sport abdecken. Der Bundesrat schreibt zudem vor, dass mindestens 50% der Einnahmen aus der Abgabe in den Bereich Information investiert werden müssen. Darüber hinaus soll die SRG mit ihren Angeboten das Verständnis, den Zusammenhalt und den Austausch zwischen den Landesteilen, Sprachgemeinschaften, Kulturen, Religionen und gesellschaftlichen Gruppierungen fördern. Sie hat außerdem die Eigenheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone zu berücksichtigen. Übersetzt heißt das: Festivals, Schweizer TV-Serien, Filmproduktionen, Kulturformat, Sendezeit für kleine Bands, Nachwuchsförderung, Dokumentationen aus Randregionen. Und das ist nur die Spitze von dem, was an dieser Struktur hängt. Wenn man hier 40 bis 50% wegnimmt, verschwindet nicht einfach Unterhaltung, es verschwindet Infrastruktur. Und da geht noch viel tiefer. So viel tiefer, dass es wahrscheinlich wieder ein eigenes Video braucht. Aber für heute lange zu verstehen, da wird nicht an einem Rahmen gekratzt, da wird an einem Fundament gesagt. Organisatorisch besteht die SRG aus mehreren Unternehmenseinheiten, die den verschiedenen Sprachregionen entsprechen. Schweizer Radio und Fernsehen in der Deutschschweiz, Radio Télévision Suisse in der französischsprachigen Schweiz, Radio Televisione Svizzera in der italienischsprachigen Schweiz sowie Radio Television Svizzera Romancia für die rätoromanische Bevölkerung. Laut den Angaben im Abstimmungsbüchlein nutzen täglich mehrere Millionen Menschen die Radio- und Fernsehangebote der SRG. Das Publikum zeigt sich mit den Programmen und Angeboten mehrheitlich zufrieden. So, ich lege jetzt die Rolle vom Bünzli kurz mal ab. Falls da irgendein SVP-Wähler bis dahin durchgekippt hat. Erstmal danke für das. Was ich jetzt sage, ist direkt an dich gerichtet. Ich bin in der Schweiz geboren worden. Ich lebe in der Schweiz und ich hoffe, irgendwann in der Schweiz sterben zu dürfen. Ich habe hier gelitten, ich habe hier gearbeitet, gestritten und bin hier verzweifelt. Aber wenn du mich ehrlich fragst, das ist das beste Land, in dem man leben kann. Ich wache jeden Morgen auf, schaue auf den Rhein und bin einfach dankbar, zum da zu sein. Die Schweiz funktioniert. Nicht perfekt, aber verdammt gut. Und genau darum macht es mich hässig, wenn ausgerechnet die Partei, die sich als Schutzmacht vor dem Land inszeniert, regelmäßig Initiativen bringt, die strukturell genau das schwächen, was das Land stark macht. Unsere föderale Vielfalt,
unsere Sprachregionen, der kulturelle Austausch, institutionelle Stabilität. Wir Deutschschweizer machen Witze über die Romans machen Witze über uns. Aber das ist eine Geschwisterliebe. Wir können das, weil wir alle Teil der gleichen Familie sind. Ich liebe die Schweiz, so wie ich meinen strunzdummen Kater liebe. Und wenn der krank wird, gehe ich mit dem halt zum Tierarzt. Er findet das nicht geil, aber es ist gut für ihn. Politik macht manchmal genau das. Verantwortung übernehmen, auch wenn es unbequem ist. Und wenn eine Partei immer wieder Projekte bringt, wo öffentliche Strukturen abbauen, gemeinsame Finanzierung schwächen und Institutionen systematisch unter Druck setzen, dann muss man das kritisieren. Nicht, weil man die Schweiz hasst, sondern gerade, weil man sie liebt. Und da ist mir etwas wichtig. Meine Kritik richtet sich gegen eine politische Linie und gegen eine Parteistrategie, nicht gegen dich als Mensch. In Diskussionen merke ich immer wieder, wir wollen das Gleiche: Stabilität, Sicherheit, Zusammenhalt, eine funktionierende Schweiz. Der Konflikt liegt nicht zwischen uns und euch. Der Konflikt liegt in der Frage, ob man öffentliche Institutionen stärkt oder sie schrittweise abbaut. Schau, ich habe einen fundamentalen politischen Widerspruch mit dieser institutionellen Linie. Ich habe keinen Hass auf Menschen, die aus Überzeugung oder Sorge anders wählen. Und wenn deine Werte wirklich pro Schweiz, pro Zusammenhalt und pro Stabilität sind, dann lohnt es sich vielleicht, nicht nur auf Rechtspopulismus zu bauen, sondern auf das, was langfristig die Strukturen von dem Land stärkt und was sie schwächt. Fühl dich umarmt, mein Grosser, ernsthaft. Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründen ihr Anliegen vor allem mit der finanziellen Belastung der Bevölkerung. Steigende Mieten, höhere Krankenkassenprämien und zunehmende Stromkosten würden die Lebenserhaltungskosten in der Schweiz generell erhöhen. Gleichzeitig müssen Privathaushalte und viele Unternehmen weltweit die höchsten Radio- und Fernsehgebühren bezahlen. Die heutige Abgabe von 335 Franken pro Haushalt und Jahr sei nicht gerechtfertigt. Mit der Initiative würden die Gebühren auf 200 Franken gesenkt, Haushalte entlastet und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von der Abgabe befreit. Dadurch bleibe allen mehr Geld zum Leben. Zudem argumentiert das Initiativkomitee, die SRG müsse sich wieder stärker auf ihren Kernauftrag konzentrieren und ihre Tätigkeiten außerhalb des Service Public zurückfahren. Kurze Realitätseinordnung. Die Abgabe wird ohnehin auf 300 Franken gesenkt. Der Unterschied zu der Initiative beträgt also 100 Franken im Jahr. Das sind rund 8,35 Franken im Monat, wenn man es aufrundet. Und ich hoffe, du und deine Familie geniessen das zusätzliche Coop-Sandwich, das ihr euch dafür pro Monat leisten könnt. Sogar mit einer 3 Deziliter Dose aromatisiertem Blöterliwasser dazu. Und bevor mich jetzt jemand falsch versteht. Ja, es gibt in der Schweiz Familien mit realen finanziellen Schwierigkeiten. Das ist unbestritten. Da wird einfach ein überschaubarer Betrag maximal aufgeblasen, damit niemand über die eigentliche Dimension der Kürzungen redet. Kritisiert wird insbesondere, dass die SRG ihre Aktivitäten durch steigende Gebühreneinnahmen über den eigentlichen Service-Public-Auftrag hinaus ausgedehnt habe. Sie betreibe zahlreiche Online-Portale und sei auf Social-Media-Plattformen aktiv, wo sie mit gebührenfinanzierten Angeboten in Konkurrenz zu privaten Medien trete. Die Initiative solle diese Entwicklung stoppen und die unternehmerische Freiheit der privaten Anbieter stärken. Ein weiteres zentrales Argument trifft die Abgabepflicht der Unternehmen. Firmen können im Gegensatz zu Menschen weder Radio hören noch Fernsehen schauen. Wenn Unternehmen zusätzlich zur privaten Haushaltsabgabe ihrer Angestellten eine eigene Abgabe entrichten müssten, führe dies zu einer ungerechten Doppelbelastung. Laut Initiativkomitee kassiere die SRG dadurch heute einen dreistelligen Millionenbetrag, was als unfair empfohlen werde. Rutsch mir doch den Buckel runter, Mann. Die SRG soll sich nicht online bewegen, weil sie dort private Medien konkurrenziert. Der Auftrag lautet, Angebot dort zu machen, wo die Bevölkerung ist. Und Spoiler, die Bevölkerung ist nicht mehr im linearen Fernsehen von 1998. Wer unter 45 ist, konsumiert Medien online. Sorry, Boomer.
Wenn man also ernsthaft Service Public betreiben will, muss man dort präsent sein, wo die Medien heute stattfinden. Alles andere wäre irgendwie Arbeitsverweigerung. Und das ewige Doppelbelastungsargument bei Unternehmen, ganz ehrlich, ich versteuere meinen Lohn, dann zahle ich eine Mehrwertsteuer auf meinen Konsum. Niemand nennt das doppelte Besteuerung. Und wer glaubt, dass in Firmen mit mehreren 100.000 Franken Umsatz nie das Radio läuft, kein Fernseher hängt und keine Mitarbeitende SRG-Inhalt konsumieren, der lebt entweder in einer sehr stillen Halle oder führt einen ideologischen Feldzug. Man kann über Unternehmensabgaben diskutieren, aber so zu tun, als wird das unschuldiges KMU brutal ausgeraubt, das ist ungefähr so hilfreich wie ein Sandwich mit Cola pro Monat. Auch soziale Aspekte werden angeführt. Die heutige Abgabe gilt pro Haushalt, unabhängig von der Anzahl der darin lebenden Personen. Alleinstehende zahlen damit relativ mehr als Mehrpersonenhaushalte. Die Initiative soll diese Benachteiligung verringern. Zudem wird argumentiert, dass insbesondere junge Menschen heute verstärkt Streaming-Anbieter und andere Medienkanäle nutzen und klassische SRG-Angebote weniger konsumieren. Dennoch müssten sie die volle Abgabe bezahlen, obwohl sie in Ausbildung oder Studium oft über ein geringeres Einkommen verfügten. Boah, hätt's denen ins Hirn geschissen. 300 Franken pro Haushalt sind unfair, weil Alleinstehende relativ mehr zahlen. Und 200 Franken sollen das Problem lösen. Das ist immer noch eine Pauschale pro Haushalt. Mit einer anderen Zahl, klar, aber das System bleibt exakt gleich. Nur der Beitrag ändert sich. Ich habe da echt mehrmals lesen, um sicher zu gehen, dass ich das in seiner vollumfänglichen Dummheit verstanden habe. Ja, es ist genauso dünn, wie es tönt. Wenn man das Problem ernsthaft lösen würde man die Angabe nach Personen im Haushalt berechnen oder einkommensabhängig gestalten. Aber wir reden hier von der SVP. Es geht nicht um Lösungen, sondern um Kulturkampf. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Sie anerkennen zwar ebenfalls, dass bei der SRG Handlungsbedarf besteht, halten die vorgeschlagenen Einschnitte jedoch für zu drastisch. Aus ihrer Sicht entzieht die Initiative der SRG zu viele finanzielle Mittel und gefährdet damit den Service Public in seiner heutigen Form. Das Gegenprojekt des Bundesrates wird als ausgewogener Ansatz dargestellt. Es entlastet Haushalte und Unternehmen bereits spürbar, ohne die finanzielle Grundlage der SRG zu untergraben. Nur damit das klar ist, wir sind ja vom Gegenprojekt nicht begeistert. Ich meine, ja, die SRG kann man diskutieren. Ja, Effizienz, Auftragsschärfung, Online-Strategie, alles legitime Themen. Aber das hier ist wenigstens ein Ansatz, mit dem man politisch verhandeln kann. Schrittweise Senkung, Anpassung von der Unternehmerschwelle, kein Kahlschlag über Nacht. Es ist nicht sexy, aber es ist realpolitisch. Und manchmal ist realpolitisch einfach das erwachsene Wort für nicht komplett durchdrehen. Zusätzlich sieht das Gegenprojekt eine Anpassung des Leistungsauftrags vor. Die SRG soll sich künftig stärker auf Information, Kultur und Bildung konzentrieren. In den Bereichen Unterhaltung und Sport soll sie vor allem dort tätig sein, wo private Anbieter keine ausreichenden Angebote bereitstellen. Im Online-Bereich soll der Fokus stärker auf Bild- und Toninhalten liegen. Der Bundesrat hat der SRG bereits einen Sparauftrag erteilt, den das Unternehmen umsetzt. Nach eigenen Angaben wird sich das Budget der SRG bis 2029 um rund 17% reduzieren. Also, Sky Sport kostet rund 24,90 im Monat. Blue Sport 34,90 Franken im Monat. Wenn du beides willst, bist du schnell bei 60 Franken. Aber hey, zum Glück hast du deine 8 Franken 35 im Monat gespart, oder? Und Moment. Das ist der Gegenvorschlag, noch ohne dein Coop-Sandwich. Jetzt stell dir mal vor, was dich das persönlich kosten wird, wenn die Initiative angenommen wird. Da wird so eine maritime Hochrisikobeschaffung plötzlich wieder attraktiver. Die Rückkehr von dubiosen Webseiten, pixelige Streams mit russischen Untertiteln. Klicken Sie hier für geile Champions League Frauen in Ihrer Nähe. Ganz großes Medienzeitalter 2008. Alles klar, der Markt regelt.
Darüber hinaus hätte die Initiative Auswirkungen auf die Schweizer Kultur. Die SRG fördert heute unter anderem die Film- und Musikbranche. Bei einer starken Reduktion der Mittel würden diese Bereiche weniger Unterstützung erhalten. Musik- und Kulturvereine hätten weniger Möglichkeiten, in den Programmen der SRG präsent zu sein. Sinkende Nutzungszahlen könnten zudem zu geringeren Werbeeinnahmen führen, wobei Werbegelder verstärkt ins Ausland zu großen internationalen Tech-Firmen abfließen könnten. Für die direkte Demokratie wäre eine Einschränkung des Informationsangebots ebenfalls problematisch, da die SRG einen wichtigen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung leistet. Das ist der Teil, wo man gern als Kulturblabla abtut. Aber weniger Mittel heißt konkret weniger Filmproduktionen, weniger Musikförderung, weniger Sichtbarkeit für lokale Kulturvereine. Schaut da zum Beispiel mal Joker an. Also ignoriert die letzte Episode von der letzten Staffel. Die ist mutig gewesen. Aber stell dir ehrlich die Frage, willst du, dass solche Produktionen künftig schlicht nicht mehr möglich sind? Das ist nicht Netflix-Budget, das ist nicht Hollywood, das ist Schweizer Produktion. Mit Schweizer Leuten für ein Schweizer Publikum. Und wenn die Nutzung sinkt, dann sinken auch die Werbeeinnahmen. Und die fließen dann nicht zu den Schweizer Medien zurück. Sie gehen zu Google, Meta und bäh. Du schwächst also eine nationale Infrastruktur und stärkst am Ende internationale Plattformen, wo das Geschäftsmodell weder Föderalismus noch direkte Demokratie kennt. Oder Gewerkschaften. Schließlich werden auch volkswirtschaftliche Folgen thematisiert. Laut einer Studie von BAK Economics müssten bei der SRG rund 3000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Weitere 3000 Stellen können indirekt in anderen Branchen verloren gehen. Zudem wäre das heutige föderale Produktionssystem mit mehreren Standorten und Regionsbüros finanziell nicht mehr tragbar, was zu einer Zentralisierung zulasten kleinerer Sprachregionen führen könnte. Unterm Strich reden wir hier von rund 6000 Stellen. 3000 direkt bei der SRG, 3000 weitere indirekt in Produktionsfirmen, Kultur, Zuliefererbetrieb. Das sind nicht einfach Medienjobs. Das sind Techniker, Kameraleute, Cutter, Autoren, Musiker, Bühnenbauer, regionale Teams. Und wenn das heutige föderale Produktionssystem nicht mehr tragbar ist, heißt das übersetzt Zentralisierung. Weniger Standort, weniger Regionalbüros, weniger Präsenz in kleineren Sprachregionen. Und wenn dir bis dahin noch nicht klar war, wieso man diese Initiative ablehnen muss, das ist, glaube ich, ein ziemlich deutlicher Hinweis. Man kann über Reformen reden, man kann auch über Effizienz reden, aber sich sehenden Auges auf ein politisches Experiment einzulassen, das tausende Stellen und föderale Strukturen aufs Spiel setzt, das ist kein Reformvorschlag, das ist ein fucking Fiebertraum. Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament die Volksinitiative 200 Franken sind genug SRG-Initiative abzulehnen. Übrigens, die SVP-Werbung von dieser linken Gebührenhölle geht ungefähr so tief wie das schlecht generierte KI-Plakat, mit dem sie dafür werbet. Faktisch steht die Initiative ziemlich leider. Unterstützt wird sie von der patriotischen Pappnase wie der SVP, der Fundis bei der EDU und einem wirtschaftlich bestimmt total neutralen Schweizerischen Gewerbeverband. Dagegen haben FDP, SP, Mitte, GLP, EVP, PDA sowie eine breite Mehrheit im Parlament eine Nein-Parole gefasst. Das ist keine grosse Volksfront gegen links. Das ist ein klar umrissenes politisches Lager gegen jeden, den gesamten Rest vom demokratischen Parteispektrum. Die SRG-Initiative verkauft sich als Entlastung. Tatsächlich ist sie ein politischer Vorschlaghammer. Ja, Gebühren sind hoch. Ja, die SRG muss sparen. Ja, der Auftrag darf diskutiert werden. Aber genau für das gibt es schon ein Gegenprojekt. Senkung auf 300 Franken, höhere Schwelle für Unternehmen, Fokussierung vom Auftrag, 17% Budgetreduktion bis 2029.
Das ist Reform. Die Initiative ist ein Abriss. 100 Franken weniger im Jahr. Für einen Einschnitt von bis zu 50% in der Finanzierung. 6000 potenziell betroffene Stellen, weniger regionale Präsenz, weniger Kultur, weniger eigene Inhalt, mehr Abhängigkeit von privaten Sportabos und internationalen Plattformen. Das ist keine gescheite Sparpolitik, das ist ideologischer Kulturkampf. Wenn man die SRG verändern will, macht man das mit dem Skalpell, nicht mit der Kettensäge. Entlastung? Ja. Kahlschlag? Nein. Bünzli sagt darum ganz klar Nein zu der SRG-Initiative. Ja. Du bist so? Alles klar. Also ja, aber später. Oh. Guten Anzug da mit Bünzli. Nein, fällt er nicht. Nein, da habe ich irgendwie stinkende Nütze zusammen. Oh, heute, hey, lauf, ich sag das. Fucking Heli jetzt im Ernst. Etwas habe ich noch mal vergessen. Aber wenigstens habe ich meinen Zylinder mal wieder rausholen, oder?